Wir verfolgen hier im Landheim einen ganzheitlichen Bildungsansatz. Unsere Bildung und Ausbildung erfolgt an Kopf, Herz und Hand. Der Kopf steht natürlich für die Bildung, für die Ausbildung in Schule und alles das, was mit Wissensvermittlung und Wissensvermehrung zu tun hat. Es ist so, dass wir mit unseren 3 Schulen ein Schülerleben von der Klasse 1 bis zur Klasse 12 komplett abdecken können und das ist meiner Meinung nach in Deutschland einzigartig. Und unser jüngstes Baby ist die private Grundschule. Die private Grundschule ist eine genehmigte Grundschule. Wir warten auf die Anerkennung, die im nächsten Jahr erfolgen wird. Und dort besuchen derzeit knapp 30 Kinder die Grundschule, davon auch 8 im Internat in den Klassen 1 bis 4. Die Besonderheit unserer Grundschule ist die Regiopädagogik. Die bezieht sich darauf, dass die Kinder sehr, sehr viel im Außenbereich, im Gelände unterwegs sind. Sie betreuen beispielsweise auch einen eigenen Hühnerstall, der jetzt konzipiert wurde mit eigenen Hühnern, betreuen auch Schafe, die bei uns auf der Wiese weiden und sind wirklich sehr, sehr viel im Gelände unterwegs und erfahren viel über die Natur. Die Julius-Lohmann-Schule ist ein genehmigtes Gymnasium unter unserer Stiftung Landheim-Schondorf. Wir können Kinder aus der Grundschule aufnehmen, die keinen Übertritt ins staatlich anerkannte Gymnasium bekommen haben. Wir entscheiden selbstständig, ob sie zu uns passen. Wir machen natürlich auch entsprechende Probeunterrichte und sagen dann, eine Beschulung in der Unterstufe Lohmann ist bei uns möglich. Wir haben in den Klassen 5, 6 und 7 keine Noten. Es gibt auch keine Versetzungen. Die Kinder werden jeweils von 2 Lehrern immer in den einzelnen Fächern betreut. Das ist das sogenannte Team-Teaching. Und es ist eine Besonderheit und ein Angebot eben auch an Kinder, die in den großen Klassenverbänden, die die bayerischen Gymnasien sonst bieten würden, nicht zurechtkommen. Herz heißt bei uns Herzlichkeit. Wir verstehen uns als große Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft müssen auch die Schüler Verantwortung übernehmen, wie auch verschiedene Erwachsene für diese Schüler Verantwortung übernehmen. Die Hand steht traditionell für unsere Werkstätten und das Landheim Schondorf ist über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt für seine zahlreichen Werkstätten, die professionell von Meistern geführt werden. Also ich habe früher Mathe über alles gehasst und jetzt finde ich es gar nicht mehr so schlimm, weil irgendwie machen wir auch so coolen Unterricht, sage ich jetzt einfach mal. Wir machen manchmal spielerischen Unterricht und probieren halt auch viel aus und es ist halt nicht so langweilig, dass wir jetzt irgendwie wie meiner alten Schule irgendwie den ganzen Tag im Buch irgendwelche Aufgaben rechnen müssen. Wenn meine Mami gerade nicht erreichbar ist oder wenn ich jemanden vermisse zu Hause, weiß ich sofort, ja, meine Hausmutter ist da und mit der darf ich jetzt reden und mit der kann ich reden, weil sie wie eine zweite Mami für mich ist. Bei uns heißt es ganzheitliche Lernen, dass es nicht nur ein reproduktives Lernen ist und auch nicht nur kognitives Wissen, sondern es gehört dazu soziale Kompetenz, es gehört dazu handwerkliche Ausbildung und natürlich also das Wissen, wo man sich Fachwissen holt. Das Landheim ist in gewisser Weise wie eine große Familie. Wir leben hier und arbeiten hier zusammen und wir bauen ein Vertrauensverhältnis zu unseren Schülern auf und auch zwischen den Kollegen und das widerspiegelt sich in dem Miteinander. Jeder Schüler, der hier rausgeht, hat keine Probleme, vor 200 Menschen im Speisesaal eine Ansage zu machen. Das lernen die ganz automatisch von der Unterstufe an und das ist etwas, was ihnen fürs Leben hilft und was eine Besonderheit ist. Man kann verschiedene Sportarten machen, man kann ganz viel auf dem Wasser auch machen, zum Beispiel Rudern oder so. Und
Man kann sich aber auch künstlerisch irgendwie mit einbringen und ich finde einfach das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern, das stimmt einfach. Eben weil es das Internat ist und weil man zusammenlebt wie praktisch eine Familie. Und ich denke, das macht das Landheim eben auch aus, deswegen habe ich das auch ausgewählt. Man lebt praktisch mit den Lehrern, sie sind eigentlich die ganze Zeit um einen herum. Man kann sie um Hilfe fragen. Ich finde, es knüpft auch eine engere Beziehung zu den Lehrern. Ich hatte ehrlich gesagt kein Heimweh, also ich mag das Landheim ziemlich gerne wegen der ganzen Gemeinschaft und den ganzen Aktivitäten, die man hier erleben kann. Das finde ich eben so toll, dass man sich hier zusammenschließt, dass man hier Freunde findet, dass man ihnen wirklich vertrauen kann und dass man sich hier einfach zu Hause fühlt. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass da die Chemie stimmt. Jedes Kind kann sich seinen Erwachsenen raussuchen, dem es sich mehr anvertrauen möchte. Das kann der Stiftungsleiter genauso sein wie der Werkstattleiter. Und das trifft sich eigentlich täglich im Landheim, dass die Kinder an allen Stellen offene Türen vorfinden und sich mit ihren Sorgen und Nöten, aber auch mit ihrer Freude an die Erwachsenen wenden. Das ist genauso im Aufnahmebüro der Fall wie beispielsweise auch bei der Küche, weil das Essen besonders gut schmeckt. Das sind Dinge, die ich täglich im Landheim erlebe. Wir haben genügend Freizeit und wir können uns diese selber gestalten mit den Werkstätten. Wir haben ein Angebot von über 40, wo man sich die am Anfang des Jahres aussuchen kann. Und da gibt es wirklich eine Riesenspalte von Angeboten: Schreinerei, Schlosserei, Buchbinderei, Töpferei, Kunstwerkstatt, Druckerei und eben auch alle möglichen Sportarten von Hockey, Basketball, Fußball bis eben auch Tennisplätze haben wir, bis hin zu Segeln, Rudern, Kajakfahren. Es ist toll, weil man lernt Sachen, die man im späteren Leben braucht. Also ich habe zum Beispiel in diesem Jahr für mich selber schon einen Couchtisch gemacht. Also es ist auch nicht nur Schmiede hier, sondern man lernt auch andere Sachen. Man kann auch sich Sachen überlegen und dann selber machen, die man zu Hause im täglichen Alltag braucht. Einer plagt sich mehr beim Arbeiten, bei seinem Werkstück machen, anderer geht es locker, leichter von der Hand. Und das merkt man halt dann mit der Zeit, wo auch die Kreativität oder was auch immer oder das Künstlerische ein bisschen zu Hause ist. Also ist beim Schmieden zum Beispiel so, wenn ich habe ja vorher gesehen, die machen den Schürhaken. Ich alleine sehe schon, wenn die den Schürhaken machen, wer irgendwann mal runde Sachen mitmachen will, also was Gebogenes, was Geschnörkeltes, oder wer sich schwer tut und immer nur gerade Sachen bauen würde. Das wird ein Mensch, der meditiert. Ich möchte ihn aber nicht brennen lassen, sondern möchte ihn, wenn er dann fertig geworden ist, erstmal trocknen lassen, aber dann wieder raus in den Wald stellen, wo die Leute ihn sich anschauen können. Er aber auch wieder im Regen und in der Sonne zerbröckelt und im Regen wieder zum Matsch wird. Das Landheim ist ja in der Vereinigung, die Round Square heißt. Das ist eine Organisation von Schulen weltweit und die basiert auf den 6 Säulen, den sogenannten Ideals. Das umfasst Internationalism, Democracy, Environment, Leadership, Adventure und Service. Und man versucht, diese Ideale im Alltag zu integrieren. Es finden Tagungen und Konferenzen statt, weltweit zu unterschiedlichen Themen, an denen die Schüler hier Möglichkeit bekommen, teilzunehmen. Und es gibt eben auch diese Serviceprojekte in unterschiedlichen Teilen der Erde, wo immer ungefähr 2 Schüler hin können und helfen, irgendwas aufzubauen. Schondorf war mein Favorit von Anfang an, weil aus 2 hauptsächlichen Gründen. Einmal die Nähe zum See, also die Möglichkeit am Wasser Sport zu machen oder auch einfach den See als
solches zu genießen und dann die Werkstätten. Also wenn man sagt Kopf, Herz und Hand, da ist die Hand ja wirklich sehr ausgeprägt hier im Landheim. Und das war auch immer bis zum Schluss der Schulzeit mein Favorit. Einen sehr liberalen Geist habe ich hier empfunden und da ist das Landheim ein ganz wunderbarer Ort dafür. Mit all den Möglichkeiten, die es bietet, mit dem Handwerk, mit der Schulbildung, mit der Sportausbildung. Das ist ein gesamtheitlicher Ansatz und man wird auch von den Lehrern dementsprechend als Persönlichkeit wahrgenommen. Im Landheim wird man auch dazu ermuntert, zu überlegen, was macht man mit dem Wissen. Und das ist für mich Bildung.